Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wolf Info aktuell. Heute beginnen wir mit einer speziellen Reihe unter dem Titel In anderen Ländern funktioniert das Zusammenleben mit Wölfen und Weidetieren doch problemlos. Warum nicht auch hier bei uns in Deutschland? Für diese Ausgabe konnten wir eine italienische Älplerin zu einem Interview gewinnen. Hallo und herzlich willkommen, Frau Isabel Loy. Guten Tag. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute bereit erklären, uns etwas über die Wolfsproblematik in Italien und im Speziellen aus dem Piemont, wo Sie ja gerade zu Hause sind, berichten. Aktuell leben Sie auf einer Alm mit wie vielen Tieren und Hunden? Also diesen Sommer haben wir ungefähr 1000 Tiere, hauptsächlich Schafe, ein paar ungefähr 50 Ziegen dazu und im Ganzen 6 Herdenschutzhunde. Okay. Plus noch unsere Arbeitshunde natürlich. Okay. Wie viele Wölfe leben in Ihrem Gebiet, beziehungsweise wie viele Wölfe, wenn Sie es wissen, nimmt man an, leben in ganz Italien? Also in ganz Italien sagen sie, aber ich bin nicht sicher, dass sie alle dazu zählen, um die 2000 Wölfe. Aha. Und in den Alpen um die 300. Ah, okay. Bei uns ist schwierig zu sagen, also in unserem Tal, sie haben einen Rudel von 8 Wölfe nur hinter uns gezählt. Mhm. Und also wir sehen auch viele Einzelwölfe, Also Sie sehen die Wölfe im Endeffekt täglich direkt vor Ihrer Haustür? ja fast. Also wir sagen so, beim Hirten bekommen wir sie öfters mal zu sehen. Okay. Wie hat sich die Situation in den letzten Jahren für Sie verändert? Also mein Mann hirtet schon seit über 30 Jahren. Mhm. Und ich bin seit 7 Jahren hier. Mhm. Und ich muss sagen, 6 Jahre lang, oder sagen wir 5 Jahre lang, habe ich kein Wolf vor den Augen gehabt. Letztes Jahr habe ich ihn 2-mal gesehen. Mhm. Und dieses Jahr habe ich ihn schon ungefähr 8-mal gesehen. Und davon einmal 20 Meter vor mir, wo unser Schaf am Fressen war. Aber jetzt ist es richtig verstanden. Der hat in Ihrem Beisein die Schafe angegriffen. Ja, also wir haben gemerkt, dass ein Angriff war, weil es war neblig. Mhm. Und es ist ein schwieriges Gebiet, also nicht ganz einfach mit viel Felsen und auch ein paar Gebüsche und so. Und die Herdenschutzhunde, die sind immer runter bellen gegangen und dann waren die Schafe mal kurz ruhig, habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal schauen, was da unten los ist. Und da war 30 Meter oder 20 Meter, ich kann es nicht so genau sagen, der Wolf mit dem Kopf im Schaf, das Schaf am Fressen. Okay. Und Die Herdenschutzhunde, die haben nicht gewagt, bis an die Beute ran den Wolf zu verjagen. Die waren dann auch oben gestanden und haben einfach auf ihn angebellt. okay. Obwohl es riesige, also das Männchen ist richtig groß, unser Herdenschutzhund. Also eure Herdenschutzhunde greifen die Wölfe jetzt nicht an, sondern die verbellen sie nur. Ja, also auf jeden Fall nicht beim Fressen. Ne? Ich weiß nicht, ob sie die Zähne gezeigt haben und sie haben gesehen, dass sie längere Zähne haben. Mhm. Dass der Wolf längere Zähne hat, ob sie das gesehen haben und deswegen jagen sie ihn beim Fressen nicht weg. Oh, ja gut, beim Fressen ist natürlich nochmal problematischer. Aber dass Sie jetzt einen Angriff auf Ihre Hunde hatten, beziehungsweise dass Ihre Hunde die Schafe verteidigen wollten und dabei die Wölfe vertrieben haben oder verletzt worden sind, sowas hatten Sie noch nicht? Nein, dass die Hunde verletzt worden sind, nicht.
Außer dass vor 3 Jahren her ungefähr einer von meinen Arbeitshunden, der aber leichte Behinderung hatte, sehr wahrscheinlich vom Wolf umgebracht worden ist und sogar aufgefressen, weil ich habe nichts mehr gefunden von ihm. Wirklich spurlos verschwunden. Ich bin suchen gegangen mit meinen mit meinen Arbeitshunden und die sind sehr gut im Suchen und die haben nichts gefunden. Und das ist passiert an einem Tag, wo 2 Wölfe die Schafe angegriffen haben. Okay. Deswegen bin ich mir sicher, Wölfe fressen auch Hunde. Das bin ich mir fast sicher. Das ist in Schweden, ich will jetzt nicht sagen gang und gäbe, aber Schweden haben eine rechte Strecke an Jagdhunden, die sie jedes Jahr verlieren. Das ist, also ein Hunde ist jetzt kein wirkliches Problem für die, was wir wissen jetzt auch in Schweden. Wie schützt ihr eure Tiere? Oder versucht sie zu schützen? Ja, also in der Nacht sind sie im hohen Elektrozaun eingesperrt, also eingezäunt. Also 1,20 Meter Minimum. Und natürlich alles abgedichtet unten, dass der Zaun nicht irgendwie aufsteht. Unsere Zäune sind nicht immer schwierig aufzubauen, weil es ist ein sehr schwieriges Gelände mit hartem Boden, Steine, steil. Deswegen muss man richtig Meister sein, diesen Zaun aufzubauen. Und natürlich muss man auch aufpassen, dass kein irgendwie Felsen oberhalb ist, wo der Wolf leicht reinspringen kann. Und dieses Jahr haben wir eben die 6 Herdenschutzhunde. Davon sind meistens 4 im Zaun drinnen in der Nacht und 2 lassen wir draußen. Genau. Aber das funktioniert. In der Nacht kommt der Wolf ungefähr 3 Mal vorbei, um zu schauen, ob er irgendwie etwas vom Zaun holen kann. Okay. Ja, wie stellen Sie das fest? Hören Sie es am Gebell oder? Ja, also jetzt, wenn wir auf der oberen Alp schlafen, auf 2000 Meter oben, haben wir den Zaun sozusagen neben der Hütte und Schlafen wird sehr reduziert. Also wenn der Wolf kommt, ist natürlich schwierig, wir sehen ihn nicht, weil es ist Nacht und manchmal auch neblig. Auf jeden Fall, man merkt wirklich die Art, wie der Herdenschutz bellt. Er bellt anders, als wenn jetzt irgendeine Person vorbeikommen wird. Es ist wichtig, ein höheres Bellen, ein Bellen mit mehr auch Angst fast, würde ich sagen. Okay. Und die Herdenschutzhunde, die außerhalb vom Zaun sind, die laufen weg und jagen etwas. Das merkt man richtig, wie sie etwas verjagen. Und die Herdenschutze, wo im Zaun drin sind, die stellen sich alle auf die Seite, wo sie merken, von der Seite kommt der Wolf. Dann merkst du, die ganzen 4 Hunde im Zaun verschieben sich auf die Seite von dort, wo der Wolf herkommt. Aber dann kann man im Endeffekt... sich ungefähr 3 Mal in der Nacht. Okay. Und immer von einer anderen, also meistens kommt er zuerst von unten, dann von einer Seite und dann von oben. Ah ja. So vermuten wir das. Okay. Dann kann man aber sagen, dass die Nachtpferche, wenigstens die Nachtpferche eure Tiere schützen. In Verbindung mit Hunden. Ja, also im Moment unser Nachtpech und unsere Hunde schützen die Tiere. Im Nachbarstal, also wir sind ein Seitental von diesem Val Pellice. Dort hat ein Hirt, ich weiß nicht genau, wie viele Tiere der hat, ungefähr 1500 im Sommer. Ein junger Hirt. Der hatte dann aber leider nur einen Herdenschutz dabei, weil er schon viele Probleme gehabt hat mit Herdenschutzhunde, hat schon Tausende von Euro um Buße gezahlt, weil die Herdenschutzhunde auf die Hauptstraße gegangen sind. Was aber nicht immer der Fehler ist vom Hirt, finde ich. Er hat einfach schon gewisse Probleme gehabt, dass er entschieden hat, er will nicht mehr so viele Hunde, er kann sich nur noch einen Hund leisten sozusagen. Und dort sind vor ein paar Tagen die Wölfe ins Zaun rein jagen gegangen oder angreifen gegangen und dann hat Massentod gegeben, also ungefähr 20, 30 Tiere. Getötet worden. Okay. Ja, das bedeutet... Im Nachbarstal. Okay. Ja. Das bedeutet jetzt aber, Sie haben trotz Nachtpferch, beziehungsweise Sie haben Nachtpferch, da haben Sie jetzt keine Risse. Haben Sie tagsüber Risse? Ob tagsüber was?
Nachts greifen Sie nicht an die Wölfe, also kommen Sie nicht rein oder noch nicht rein? Haben Sie tagsüber Angriffe, Verluste von Wölfen? Ja, immer tagsüber. Also ungefähr gegen 5 Uhr Nachmittag ist eine Jagdzeit hier. Ah ja, okay. 5 bis 6, also tageshell noch. Okay. Also im die meisten Angriffe, würde ich sagen, sind ungefähr um diese Uhrzeit am Tag. Okay. Jetzt waren wir gerade noch bei den Hunden. Habt ihr Wanderer in der Nähe, Touristen? Gibt es da Probleme oder ist das bei euch nicht so? Haben wir auch schon gehabt. Jetzt, wir sind nicht auf einer Alp, wo es extrem viele Touristen hat, was aber vielleicht sogar schlecht ist, wenn dann die Hunde es nicht gewohnt sind, falls jemand kommt. Mhm. Jetzt haben wir aber nicht nur Maremano-Hunde, sondern auch Pyrenäenhunde. Und ich muss sagen, die Pyrenäenhunde, sie sind freundlicher mit Leuten. Die bellen zwar und verfolgen sie, aber sind weniger aggressiv mit Leuten. Okay. Was auch natürlich ist, nicht alle Leute wissen, wie man sich verhaltet mit den Hunden. Also ich habe schon gemerkt, Leute, die gar nichts sagen und einfach stehen bleiben, den Hund riechen lassen, dann verfolgen sie die Person ein wenig und nachher lassen sie vorbei. Hingegen natürlich, wenn jemand den Hund anfängt wegzujagen, anzuschreien, sich immer wieder umdreht, dann wird der Hund viel insistenter oder wie man sagt, aggressiver, sagen wir mal so. Jetzt noch mal kurz zum Herdenschutz zurück. Bekommen Sie Unterstützung zum Herdenschutz, beziehungsweise werden Sie bei Rissen entschädigt? Nein, sozusagen nicht. Also ihr kommt... Es ist viel versprochen worden von der Region. Sie haben ein paar Sitzungen gemacht und dann sind sie immer ganz freundlich und natürlich, wenn Fernsehen und wenn die Zeitungen drüber schreiben, dann müssen sie gutes Image geben von sich selbst. Also sie haben versprochen, sie werden uns viele Trockenfuttersäcke schenken und Zäune geben und alles mögliche, Hunde besorgen. Im Ganzen hat mein Mann seit 30 Jahren genau eine sterilisierte Hündin bekommen. Okay. Sie ist eine gute Wachhündin, aber sie hat Angst vor Sonne. Also bei Gewitter ist sie neben uns. Okay. Und von dem Trockenhundefutter, wo sie viel versprochen haben, haben wir genau 2 Säcke bekommen. Aber diese Hunde, die fressen ungefähr ein halbes Kilo pro Tag. Also dann wären sie schon längstens verhungert, unsere Hunde. Und wir haben einen Beitrag gegeben, wo glaube ich ungefähr um die 2.000, 3.000 Euro wäre. Weiß nicht genau, ob es wirklich so hoch wäre oder zwischen 1.000, 2.000, sagen wir mal so. Den bekommt man aber nur, kann man nur anfragen, wenn man einen Herdenschutzhund hat pro 100 Tiere. Das heißt, in einem Sommer, wo wir 1500 Schafe haben, müssen wir 15 Herdenschutzhunde haben. Und das wäre unmöglich für uns. Erstens, weil wir das Hundefutter auf unseren eigenen Schultern raufschleppen müssen. Ich trage auch schon immer meinen Sohn, der ist jetzt 12 Kilo schwer. Meine Tochter habe ich auch lang getragen, bis sie 3 Jahre alt war. Wir schleppen das Salz hoch für die Tiere. Und das Hundefutter auch noch raufzuschleppen, ist das kann man selber sich denken, wie mühsam das ist. Und für 15 Hunde unmöglich. Sie haben gerade Ihre Kinder ins Spiel gebracht. Das heißt, Sie haben jetzt, Sie sind im Endeffekt als ganze Familie da oben auf der Alm. Ja, also ich und mein Mann hirten und meine Kinder, die kommen jeden Tag mit. Heute ist eine Ausnahme. Heute habe ich gedacht, okay, ich gehe runter, dann machen wir das Interview. Dann wasche ich ein bisschen Wäsche und so. Aber die Kinder... Aber sind wir eigentlich jeden Tag mit den Tieren unterwegs. Das heißt, die sind dann auch oben, das heißt, die kriegen ja das dann eigentlich auch hautnah mit. Wie reagieren denn die Kinder auf solche Risse? Also, ich muss sagen, meine Tochter, die ist wird jetzt morgen 5 Jahre alt. Und für sie ist irgendwie der Tod, glaube ich, einfach etwas total Normales. Sie hat es von Anfang an gesehen. Deswegen ist es für sie nicht schrecklich. Sagen wir so. Ja. Es ist einfach normal für sie. Also sie kann normal mit einem Bub,
Ja, Entschuldigung. Der ist vielleicht etwas empfindlicher, sensibler im Charakter und das werde ich dann noch sehen. Jetzt ist er erst gerade ein Jahr alt. Oh ja. Von dem her zeigt er noch nicht ganz so die Reaktion darauf. Okay. Also zum Beispiel das letzte Schaf ist vorgestern gerissen worden. Und dann habe ich es ein bisschen angeschaut und gemerkt, aha, das war auch trächtig. Und dann wollte meine Tochter unbedingt, dass ich den Sack aufmache und das kleine, also noch nicht fertig entwickelte Lamm rausnehme. Mhm. Und sie hat es dann in die Hände genommen und das war für sie etwas ganz Normales. Also ein anderes Kind hätte sich wahrscheinlich geekelt oder irgendwie, ja, total gegrußt. Und für sie war das sehr interessant und etwas ganz Normales, würde ich sagen. Okay. Sie haben mir ja jetzt ein Bild geschickt, da liegt ein totes Mutterschaf. Genau, das ist dieses Schaf mit diesem Lamm. Ah, ja. Okay. Das habe ich eben rausholen müssen, weil meine Tochter das sehen wollte. Weil ich habe gesagt, schau, die war trächtig und sie war dabei. Ja, und dann wollte sie das Lamm sehen. Okay, so lernen. Und noch dazu wollte ich mit dem Bild auch zeigen, dass es wird nicht nur ein Schaf gerissen, getötet. Also die Leute, die immer den Wolf verteidigen oder oh, das arme Lämmchen, das geht zum Schlachter. Das sind wahrscheinlich die gleichen Leute. Aber der Wolf, der tötet Mutter und Kind in einem Schlag, oder? Genau. Und das Tier ist vielleicht ein Nutztier, deswegen ist es irgendwie nicht schade plötzlich, wenn es der Wolf umbringt. Ja. Das habe ich und mein Mann, haben wir uns gestern gefragt, warum finden Sie denn nicht schade, wenn ein Schaf stirbt oder ein Lamm? Also manchmal werden wir verurteilt, weil wir Lämmer zum Metzger schicken, aber wenn es der Wolf tötet, ist es wieder was ganz okay. Ja, also das ist ein bisschen Sachen, wo wir nicht verstehen. Das ist ja, da treffen zwei Welten aufeinander. Abschließend noch eine Frage. Wie sehen Sie die Zukunft der Almbauern und speziell Ihre? Also wir sind sehr stur, deswegen werden wir einfach weitermachen. Viele geben auf, also mehrere geben auf. Und zum Beispiel meine Schwester, die wohnt in Val d'Ossola. Und dort ist erst seit diesem Jahr der Wolf präsent. Sie hat 3 kleine Kinder, macht Käse, macht Heu. Ihr Mann arbeitet 100% eine andere Arbeit. Und sie hat eine Alp, die nicht riesig ist, ungefähr, würde ich sagen, um die 60 Ziegen plus 3, 4 Kühe. Und eine Person wie sie, wenn der Wolf anfängt, Tiere zu töten, dann macht es einfach keinen Sinn mehr weiterzumachen. Dann hört sie auf. Ja. Und das ist traurig, weil wenn man der Wolf so fest verteidigt, dass die kleinsten Bauern aufhören müssen, das heißt, man unterstützt eigentlich diese riesengroßen Industrie-Metzgereien und wie sagt man, ja, die Massentierhaltung. 1000 Schweine mästen und im Monat weiß nicht, wie viele Schweine umbringen und so. Also wir sind die Elbler und die kleinen Bauern in den Bergen, finde ich, sind noch so die akzeptabelsten Tierhalter, muss ich sagen. Genau, das und es ist schade, wenn diese Tierhalter aufhören. Ja, genau. Also ist Ihre Zukunft im Moment scheinbar noch nicht gefährdet, aber die der vielen, vielen kleinen anderen Bauern, die steht massiv auf Messers Schneide. Ja, und natürlich, warum sind wir nicht gefährdet? Also wir sind froh, kriegen wir noch Förderungsbeiträge. Also ohne die wäre unsere Arbeit schon gestorben. Gut. Ja. Okay, dann war das ein gutes, tolles Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Loy, und wünsche Ihnen noch einen schönen und vor allen Dingen ereignislosen Almaufenthalt. Ja, hoffen wir. Was ich zwar schwer befürchte, dass es nicht so ist, aber hoffen kann man immer. Alles klar. Gehen wir nicht auf. Okay, Dankeschön. Danke Ihnen. Schönen Tag noch. Bei unseren Recherchen sind wir noch mit anderen italienischen Bauern ins Gespräch gekommen und alle, aber auch wirklich alle, berichteten über mittlerweile katastrophale Wolfsübergriffe auf Hunde, Katzen,
Schafe, Esel, Lamas, Alpakas, Rinder und natürlich auch auf Pferde. In diesem Sinne, geben Sie auf sich Acht und wenn Sie haben, ganz besonders auf Ihre Tiere. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, geben Sie uns doch bitte einen Daumen hoch und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.